Bist du zu sensibel? Bist du vielleicht etwas zu nachdenklich, zu emotional, zu empfindlich? Was dich wirklich erschöpft, ist nicht deine Sensibilität. Es ist das, was du nicht sagst. Es sind die Gespräche, die du im Kopf führst, aber niemals laut. Es sind die Konflikte, die du runterschluckst, weil du keinen Stress willst. Es sind die Sätze, die dir auf der Zunge brennen und die du trotzdem verschweigst. Und während du nach außen funktionierst, tobt innen ein Dauerkrieg. Du lächelst, du nickst, du bleibst ruhig. Aber dein Körper merkt sich alles. Jede Ungerechtigkeit, jede Zurückweisung, jede Situation, in der du dich kleiner gemacht hast, als du bist. Und jetzt fühlst du dich müde, gereizt, überladen, ohne klaren Grund. Doch es gibt einen Grund. Und nun zeige ich dir, warum emotionale Überlastung nichts mit Schwäche zu tun hat, sondern mit aufgestauter Wahrheit. Du willst Harmonie. Wer will das nicht? Du willst, dass es allen gut geht. Du willst kein Drama, kein Streit, kein unangenehmes Gespräch. Also schluckst du, wieder und wieder. Ist nicht so schlimm. Lohnt sich nicht. Ich übertreibe bestimmt. Wirklich? Oder hast du dir nur beigebracht, deine eigenen Grenzen zu relativieren? Hier beginnt das Problem. Unterdrückte Konflikte verschwinden nicht. Sie speichern sich. Nicht im Kalender, sondern im Nervensystem. Dein Körper führt Buch über alles, was du verdrängst. Und er ist gnadenlos ehrlich. Du kannst dich selbst belügen, deinen Körper nicht. Vielleicht spürst du es längst. Verspannter Nacken, Druck auf der Brust, Kopfschmerzen ohne klare Ursache. Schlaf, der nicht erholt. Stimmungsschwankungen, die dich selbst irritieren. Und du fragst dich, was stimmt nicht mit mir? Die bessere Frage ist, was stimmt in deinem Umfeld nicht? Und warum sagst du nichts? Bleib kurz bei mir, denn gleich wirst du verstehen, warum dein Schweigen dich mehr Energie kostet als jeder offene Konflikt. Harmonie ist etwas Wunderschönes, aber sie kann zur Falle werden. Wenn dein Bedürfnis nach Frieden größer ist als dein Bedürfnis nach Wahrheit, verlierst du dich. Stück für Stück. Du passt dich an. Du weichst aus. Du erklärst dich selbst weg. Und nach außen wirkst du stark, souverän, verständnisvoll. Innen aber entsteht Druck. Ein leiser Groll. Manchmal kaum wahrnehmbar. Manchmal explosiv. Das Paradoxe: Je mehr du versuchst, Konflikte zu vermeiden, desto konfliktreicher wird dein Innenleben. Du führst Diskussionen in deinem Kopf. Du spielst Szenarien durch. Du rechtfertigst dich. Du verteidigst dich, nur eben still. Und dieser innere Lärm macht müde. Unglaublich müde. Vielleicht erkennst du dich hier wieder. Doch die entscheidende Frage ist, warum fällt es dir so schwer, auszusprechen, was dich wirklich stört? Jetzt zeige ich dir, welche Angst fast immer dahinter steckt. Die meisten Menschen haben nicht Angst vor dem Konflikt. Sie haben Angst vor Ablehnung, vor Liebesentzug, vor dem Gefühl, zu viel zu sein. Vielleicht hast du früh gelernt, dass Anpassung Sicherheit bedeutet, dass Ruhe besser ist als Reibung, dass man gemocht wird, wenn man unkompliziert ist, also bist du unkompliziert geworden. Um jeden Preis. Doch dieser Preis ist hoch, extrem hoch. Du bezahlst mit deiner Klarheit, mit deiner Energie, mit deiner inneren Stabilität. Denn jedes unausgesprochene Nein wird zu einem inneren Warum ich. Jede nicht gesetzte Grenze wird zu einem stillen Verrat an dir selbst. Und dein Körper reagiert. Er wird schwer, träge, gereizt, vielleicht sogar krank. Ich werde dir jetzt zeigen, warum dein Körper manchmal Symptome produziert, die eigentlich Botschaften sind. Emotionale Überlastung ist oft unsichtbar. Du funktionierst. Du gehst zur Arbeit. Du kümmerst dich. Du antwortest. Aber in dir sammeln sich unerledigte Gefühle wie ungelesene Nachrichten. Und irgendwann ist der Speicher voll. Dann reicht eine Kleinigkeit. Und du reagierst über. Oder du ziehst dich komplett zurück. Shutdown. Funkstille. Du denkst, du bist überempfindlich. In Wahrheit bist du überfüllt. Dein System sagt, es reicht.
Interessant ist, viele körperliche Symptome entstehen genau in solchen Phasen. Magenprobleme, Herzklopfen, Atemenge, chronische Müdigkeit und Ärzte finden nichts, weil die Ursache nicht im Blutbild steht. Sie steht in deinen unausgesprochenen Sätzen. Was wäre, wenn dein Körper nicht dein Gegner ist, sondern dein Übersetzer? Was, wenn er laut ausspricht, was du leise verschweigst? Bleib noch dran, denn ich zeige dir jetzt, wie du diesen Kreislauf durchbrichst, ohne zum aggressiven Rebell zu werden. Bevor wir zur Lösung kommen, musst du etwas verstehen. Ehrliche Kommunikation bedeutet nicht Drama, sie bedeutet Klarheit. Und Klarheit ist Respekt, dir selbst und anderen gegenüber. Doch hier kommt das nächste Paradox. Du glaubst, wenn du ehrlich bist, verlierst du Menschen. In Wirklichkeit verlierst du Menschen, wenn du dauerhaft unehrlich bist. Denn unterschwellige Spannung spüren andere. Auch wenn du lächelst. Deine Stimme wird minimal schärfer, dein Blick kürzer, deine Geduld dünner. Und plötzlich eskaliert etwas, das nie hätte eskalieren müssen, wenn du früher gesprochen hättest. Also wie fängst du an? Nicht mit Vorwürfen, nicht mit Explosionen, sondern mit Verantwortung. Ich merke, dass mich das beschäftigt. Ich fühle mich übergangen. Ich brauche hier Klarheit. Kurz, direkt, ohne Angriff. Klingt simpel, ist es aber nicht, weil es Mut braucht. Und genau hier trennt sich Durchschnitt von innerer Stärke. Doch warte, es gibt noch eine tiefere Ebene, die viele übersehen. Manchmal ist es nicht nur der aktuelle Konflikt. Manchmal trägst du alte Muster mit dir. Alte Stimmen, alte Bewertungen. Vielleicht hast du gelernt, dass deine Bedürfnisse weniger wichtig sind. Vielleicht wurdest du überhört oder kritisiert, wenn du dich gezeigt hast. Also hast du dich angepasst. Diese Strategie war damals klug. Sie hat dich geschützt. Aber heute kostet sie dich Energie. Und hier liegt der Wendepunkt. Du darfst anerkennen, dass dein Harmoniebedürfnis einst sinnvoll war und heute nicht mehr in jeder Situation dient. Das ist keine Schuld, das ist Entwicklung. Und jetzt wird es interessant. Ich zeige dir eine konkrete Übung, mit der du beginnst, deine innere Wahrheit wieder wahrzunehmen, bevor sie sich als Symptom meldet. Nimm dir einen Moment am Ende eines Tages und frag dich: Wo habe ich heute etwas gesagt, das nicht ganz stimmte? Wo habe ich geschwiegen, obwohl ich innerlich widersprochen habe? Schreib es auf. Ohne Bewertung. Nur Beobachtung. Du wirst überrascht sein, wie oft du dich selbst klein hältst. Und allein dieses Bewusstsein verändert etwas. Denn das Gegenteil von Unterdrückung ist nicht Eskalation. Es ist Bewusstheit. Und aus Bewusstheit entsteht Wahlfreiheit. Vielleicht entscheidest du dich in manchen Situationen bewusst zu schweigen. Aber dann ist es eine Entscheidung, kein Automatismus. Spürst du den Unterschied? Genau hier beginnt emotionale Entlastung. Doch jetzt kommt der schwierigste Teil. Was tun, wenn du Angst hast, dass Ehrlichkeit alles verändert? Ja, Ehrlichkeit verändert Dynamiken, manchmal radikal. Aber frage dich: Ist eine Beziehung, die nur funktioniert, wenn du dich verbiegst, wirklich stabil? Oder ist sie nur bequem? Durchschnittliche Menschen wählen Bequemlichkeit. Bewusste Menschen wählen Authentizität. Und Authentizität ist unbequem, aber befreiend. Vielleicht wirst du anecken. Vielleicht wird es Momente geben, in denen dein Herz schneller schlägt, weil du etwas aussprichst, das lange in dir war. Doch genau diese Momente bauen Selbstvertrauen auf. Nicht das Laute, Arrogante, sondern das Stille, Unerschütterliche. Und dein Körper? Er wird aufatmen. Nicht sofort, aber spürbar. Weniger Druck, mehr Raum, mehr Energie. Denn Energie fließt, wenn nichts mehr unterdrückt wird. Bevor wir zum Abschluss kommen, stelle ich dir eine letzte, entscheidende Frage. Was wäre, wenn deine emotionale Überlastung kein Problem ist, sondern ein Weckruf? Ein Weckruf, dass du zu lange angepasst warst. Zu lange still, zu lange stark für alle anderen. Vielleicht ist jetzt der Moment, an dem du dich selbst ernst nimmst. Nicht laut,
Nicht dramatisch, sondern klar. Du musst nicht jede Schlacht kämpfen. Aber du darfst aufhören, gegen dich selbst zu kämpfen. Beginne mit kleinen, ehrlichen Sätzen, mit klaren Grenzen, mit einem bewussten Nein, wo früher ein automatisches Okay war. Und beobachte, was passiert. Deine Energie wird nicht durch Motivation zurückkommen, sondern durch Integrität, durch Übereinstimmung zwischen Innen und Außen. Und genau darin liegt enorme Kraft. Wenn dich dieses Thema getroffen hat, dann liegt das nicht an meiner Wortwahl. Es liegt daran, dass etwas in dir resoniert. Und genau dort setzt das nächste Thema an. Denn es gibt eine Denkweise, die Millionen Menschen unbewusst in dieser Anpassung hält. Eine Denkweise, die Sicherheit verspricht und Mittelmaß produziert, die Konflikt vermeidet und Wachstum verhindert. Im nächsten Video schauen wir uns genau diese innere Haltung an. Warum sie so verbreitet ist, warum sie so gefährlich ist und wie du sie erkennst, bevor sie dein ganzes Potenzial ausbremst. Wenn du nicht länger durchschnittlich reagieren, sondern bewusst entscheiden willst, dann bleib dabei. Denn echte Veränderung beginnt nicht im Außen. Sie beginnt in deinem Denken. Und genau dort gehen wir als nächstes hin.